Herzlich willkommen zum 30. Baustellen-Update hier auf dem Kanal. Ich nehme euch mit bei meinem Hausbau. Die Ausgangslage war dieses Hanggrundstück, wo wir sowohl für das Carport als auch für das Haupthaus richtig viel Erdmasse abtragen und wegtransportieren mussten. Darauf folgend das Fundament und der dreistöckige Rohbau, der in den letzten Wochen mit dem Dachstuhl seinen Hut aufgesetzt bekommen hat. Und sogar die Dachdeckung ist mittlerweile wirklich vollständig fertiggestellt worden. Ein riesen Dankeschön auch an den Kooperationspartner für diese Folge, Reolink. Gerne dazu aber später mehr. Das letzte Mal war das Haus sehr ähnlich wie dieses Vogelhäuschen. Der Wind hat durchgezogen, die Fenster waren alle noch nicht eingebaut, die Öffnungen waren da, die Fenster waren auch da, aber die Montage hat gefehlt. Dementsprechend, das hat sich jetzt die Woche getan. Es war der Elektriker da, es wurden fast alle Fenster, zumindest die Fenster, die da sind, wurden eingebaut und so weiter. Da gerne ein paar Details dazu, denn es ist ja nicht alles vor Ort, das vor Ort sein soll, weil ich ja 2 Fenster bestellt habe, die dann doch nicht gepasst haben, erzähle ich euch dann drüben. Aber Leute, ihr seht es jetzt schon ein bisschen durchleuchten. Das ist der Baustellenstart, wie ihr wisst. Springe ich da kurz mal runter. Unverändert hier vom Platz, aber ihr könnt hier schon die Südostseite der Sonnleiten-Residenz sehen. Was soll man da dazu sagen? Sogar der Himmel lichtet sich diesmal. Aber bitte kommt's mal mit. Wir wagen hier einen Blick runter. Und zwar auf diese 5 Fenster, die ihr hier sehen könnt. Das unterste Fenster ist vom 2. Untergeschoss. Da ist der Aufenthaltsraum neben dem Technikraum. Darüber das erste Untergeschoss. Das ist das rechte, das ist das Schlafzimmer. Und das linke ist das Wohnzimmer. Und genau das gleiche ist es auch nochmal darüber. Also rechts das Schlafzimmer, das zweite, und links nochmal das Wohnzimmer. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier gestartet, wir gehen auch wieder rüber, damit ihr auch die andere Seite sehen könnt. Reolink feiert sein 15-jähriges Bestehen und zur Feier von diesem Meilenstein ist die Altas PT Ultra veröffentlicht und rausgebracht worden. Und damit eine branchenführende 4K Überwachungs-Akkukamera mit kontinuierlicher Aufzeichnung. Einmal im Jahr aufladen und hat 500 Tage lang Überwachung des gewünschten Bereichs. Zusätzlich dazu verfügt sie über einen 4K Farb-Nachtsichtaufnahmemodus. Wenn etwas in den Radius der Kamera kommt, wird es schon 10 Sekunden vorher erkannt, schaltet dann quasi die Kamera ein und nimmt wirklich von Anfang an, sobald es im Kamerabereich ist, alles auf. Also eine wunderbare Überwachung, auch bei uns. Hier der gesamte Baustellenvorbereich eigentlich damit im Blick, damit ich einfach weiß, okay, wer ist auf der Baustelle, wer ist nicht da. Allein hier bei dem Gitter dahinter sehe ich, okay, Baustelle ist eröffnet oder eben auch nicht. Wir können also jederzeit auf das Live-Feed via App zugreifen, können hier reinschauen und gleichzeitig hat es auch die Zeitrafferfunktion. Man kann alles einstellen, wann sie beginnt, wann sie aufhört, den Abstand dazwischen und das alles in einer sensationellen 4K-Qualität. Wenn ihr mehr über die Altas PT Ultra erfahren möchtet, schaut gerne unten in der Videobeschreibung vorbei. Es gibt nämlich einen Einführungsrabatt von bis zu 20% und wie ihr wisst, wir sind in der Black Week. Black Friday ist vor der Haustür, beziehungsweise sind wir jetzt bei Reolink schon direkt drinnen. Bis zum 5. Dezember könnt ihr euch Rabatte von bis zu 46% sichern. Also wirklich, wenn ihr schon mal dran gedacht habt, das wäre interessant für euch, schaut vorbei. Weiter geht's im Video. Was euch wahrscheinlich auch auffällt, ihr habt jetzt relativ gut auf diese Seite schauen können. Das liegt daran, dass die Hängegerüste, die stehen nämlich hier drüben mittlerweile, die wurden alle abtransportiert, wurden weggehoben vom Hydraulikkran. Richtig super. Das heißt, das Einzige, was noch da steht, ist hier dieses Gerüst, das eigentlich ja für die Dachdecke da ist. Wird aber jetzt hoffentlich kommende Woche da mal wegkommen. Wie gesagt, das war eigentlich diese Woche geplant. Wir werden sehen. Ich hoffe mal inständig, dass es wegkommt, denn wie ihr sehen könnt, wir haben hier überall schon ein bisschen Schnee drauf. Auch auf den Dockerträgern, auf den Schallplatten und was nicht noch alles. Der Schnee ist schon da, der Winter, der klopft an, wie es im November normalerweise ist. Und ihr könnt hier auf der Seite schon sehen, dass das Haus ein bisschen einäugig ist. Am besten gehen wir hier rüber und zwar mit Blick auch zum Haus. Genau die beiden Fenster, wo eben die Badezimmeröffnungen sind, die Badezimmerfenster, die sind ausgelassen worden. Ich habe sie vor Ort in der Garage, genau hier hinter euch. Da schauen wir nachher rein, denn da ist noch eine kleine Überraschung drinnen, die ganz später dann, nächstes Jahr im Frühling wahrscheinlich, dann draufkommen wird.
Ich will noch nicht zu viel verraten. Alles ist vom Schlafzimmer, wo die Fenster drinnen sind. Und links unten ist ja Badezimmer und das hat ja als einziges kein Fenster. Ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Der Wind geht auch ein bisschen, von dem her kommt's mit mir mit. Wir wagen einen Schritt rein. Hier auch, ihr seht es, der Schnee, der geht schon wieder sehr schnell weg, auch wenn es jetzt mal kurz schneit. Ihr seht es auch hier am Dach, da über dem Eingang. Ein bisschen Schnee ist noch drauf. Ich kann euch gerne ein paar Aufnahmen einblenden, wie es heute Morgen oder die letzten Tage ausgeschaut hat. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Und zwar, diesmal starten wir woanders. Und zwar nicht ganz oben, sondern mal ganz unten im zweiten Untergeschoss. Und damit ihr uns jetzt auch seht, haben wir jetzt eine Taschenlampe dabei, denn wie ihr wisst, hier unten ist grundsätzlich ja noch kein Licht und es sind auch keine Fenster im Stiegenhaus generell. Hier würde es reingehen in die erste Untergeschosswohnung. Wir gehen aber jetzt wirklich in den dunklen Bereich, in den Keller, so quasi. Ihr seht es hier, das letzte Podest und hier unten kommen wir dann schon rein. Da seht ihr rechts unten auch schon das Stiegenhaus. Da geht es rein in den Technikraum, da gehen wir jetzt nicht rein. Da wird gerade oder wurde der Hauptkasten schon mal grundsätzlich installiert. Und dann könnt ihr jetzt mal reinkommen. Ihr seht mal das erste Stockwerk und zwar hier mit den 4 Meter Terrassenelementen hier unten. Lasst das mal auf euch wirken. Was sagt ihr dazu? Jetzt kommt sogar die Sonne raus, also einfach nur perfekt getimed. Unsererseits, da haben wir wieder mal Glück gehabt. Ich lege die mal kurz hierher. Ihr seht es, 4 Meter, hier mit diesem Aufbau auch noch dazu. Das sind eben die 25 cm, die dann noch dazu kommen, damit man dann auf die fertige Fußbodenoberkante kommt, zumindest Estrich dann. Ihr seht, das hier links ist ein Fixelement, das hier rechts ist ein Fixelement und hier mittig haben wir quasi eine ganz normale Tür, die man in 2 Seiten öffnen kann. Die geht aber nach links auf. Ich habe hier schwarze Griffe gewählt, weil sie einfach besser zum Interieur dazu passen bei mir. Also diese geht nach links auf. Man kann natürlich auch diese hier mit dem Hebel ganz easy peasy öffnen. Und dann hat man hier wirklich beides geöffnet. Schaut sicher sehr cool aus. Jetzt auch mit dem Licht. Und wie ihr sehen könnt, dieser Sockel eben, der eben hier parat und präsent ist, das geht auch draußen über. Da kommt natürlich auch nochmal das Gefälle, damit das Wasser ablaufen kann. Draußen wird alles mit Feinstein verfließt werden. Hier drinnen wird wiederum alles ein Vinylboden werden. Ein ganz heller, mit wenig Sättigung, mit wenig Gelbton. Auch passend hier zu den Fenstern, beziehungsweise zu den Terrassentüren. Ich würde sagen, ich schließe jetzt mal dieses Element und dann gehen wir mal raus auf die Terrasse, denn von außen sind sie ein absoluter Hingucker. Und so schaut die unterste Wohnung mit der untersten Terrasse aus. Das ist das Niveau, das ihr genießen könnt. Ihr seht hinter mir das Element, gleichbleibend durchgezogen, alles in grün-weiß. Ist bei uns so ein richtiger traditioneller, schöner Stil. Ursprünglich, glaube ich, aus See bzw. Altaussee. Ist aber bei uns auch mehr vertreten, generell im inneren Salzkammergut. Ihr seht es, dieses schöne Moosgrün, sind außen Alufenster, auf der Innenseite sind sie Kunststoff, sind generell Bayerwaldfenster, die habe ich vom Württemberger in Bad Ischl bezogen. Auch richtig schöne und wichtiger Faktor, ich habe es einmal angeschnitten, aber jetzt könnt ihr wirklich dem Thema folgen, was ich angesprochen habe. Ihr seht diesen weißen Rahmen, der ist natürlich genau gleich wie hier. Der ist nur hier, weil es ein Flügel ist. Das ist ein fix verschraubter Flügel. Das ist eigentlich kein Fixelement. Das Schöne dabei ist aber, dass man hier diese vertikale Verbindung in Weiß nochmal hat und dann geht es auf das Grün über. Denn hier wäre es ja sowieso so gewesen, weil das natürlich hier diese Tür ist. Und somit ist der Fokus nicht auf dem mittleren Element, sondern eben auf alles gleichmäßig aufgeteilt. Das Einzige, was mir nicht bewusst war, ist, dass hier auf der untersten Seite, das seht ihr hier, die Aluschiene, wo ja dann generell der Übergang sein wird auf den Fußboden der Terrasse, da ist wiederum kein grünes Element. Also wenn ihr auch hier zentral drauf schaut, kommt sonst ein bisschen weiter zu mir, dann seht ihr es, das Türenelement kommt doch noch ein bisschen mehr zum Vorschein als zum Beispiel jetzt auf der Innenseite. Auf der Innenseite natürlich alles die gleiche Optik und macht sich auch keine Gedanken. Das hier ist nur eine Blende, die kann man ganz entspannt hier hochschieben, wird natürlich dann auch fixiert und wird natürlich alles dann bündig angebracht. Sind dreifach verglast, da hört man auf der Innenseite gar nichts mehr. Sollte es draußen stürmen, Verkehr, was auch immer, man hat absolute Ruhe und das ist auch so wichtig. Man hat gleichzeitig das Licht und gleichzeitig die Ruhe. Habe mich in dem Fall, wie ihr sehen könnt, für Sprossen entschieden.
die tatsächlich aufgeklebt sind, also keine Sprossen in der Verglasung, wäre ja auch grundsätzlich eine Möglichkeit, war aber für meinen optischen Anspruch leider keine mögliche Version, weil ich unbedingt diese Grün-Weiß-Optik haben wollte und es gibt keine Sprossen, die man im Fenster-Inneren quasi platziert, die aber innen dann quasi Holzoptik haben und auf der Außenseite dann weiß sind. Die müssten dann innen weiß sein, außen weiß sein oder außen Holzoptik, innen Holzoptik. Aber wiederum nicht die gleiche Holzoptik, denn Aluminium und Kunststoff sind wieder zwei verschiedene Materialien, wo man die Optik niemals perfekt hinbekommt. Und wenn ihr jetzt auch hier mal nach rechts schaut, dann seht ihr auch hier das Fenster vom Aufenthaltsraum. Die sind alle gleich groß, alle gleich ausgeführt. Ein großer Unterschied: Vorher ist mir das gar nicht aufgefallen, beziehungsweise mir ist das aufgefallen, aber ich habe keine Begründung dafür gehabt. Der Josie hinter der Kamera, der hat aber die Begründung gewusst. Nämlich, es schaut alles sehr flach aus. Wenn ihr jetzt egal von welcher Seite eigentlich aufs Haus schaut, ob es jetzt Südost ist, ob es Nordwest ist, dann ist natürlich alles in einer Flucht. Denn die Fenster, wie ihr sehen könnt, sind an der Außenseite platziert worden von der Mauerlichte. Weil ja hier nochmal Isolierung drauf kommt, dann wirkt auch alles dreidimensionaler. Und es kommen auch noch ein paar Elemente dazu, die das Ganze nochmal attraktiver von außen gestalten. Dazu dann aber gleich mehr. Ich würde aber sagen, wir gehen wieder rein, denn wie gesagt, es bläst der Wind. Es ist zwar super schönes Wetter, die Sonne scheint, dennoch ist es verdammt kalt. Wir haben jetzt vielleicht 1 Grad, 2 Grad da draußen und ihr seht jetzt die tatsächliche Größe auch hier drinnen. Ihr steht jetzt fast genau da, wo ihr stehen würdet, wenn ihr auf der Kücheninsel kocht. Denn hier wird die Kücheninsel sein, dann werdet ihr hier auf dem Induktionskochfeld euer Abendmahl oder was auch immer zubereiten. Da kommt der Tisch her, das wird ein ovaler Tisch. Da ist eine neue Bohrung gesetzt worden, die jetzt doch nochmal anders positioniert ist. Diese beiden Spots werde ich mir sparen. Da kommt die Pendelleuchte her. Auch diese beiden Öffnungen werden angeglichen, wenn du mal nach oben filmst, an die beiden Spots dahinter dir. Also genau symmetrisch quasi über der Kücheninsel dann. Und auch hier dahinter hat sich viel getan. Hier unten ist nämlich grundsätzlich schon mal alles gesetzt worden. Noch nicht verbunden mit Kabeln, aber die Steckdosen. Zum Beispiel hinter euch seht ihr es auch über der Küche. Hier die Steckdosen. Da werden auch nochmal 2 Steckdosen gesetzt. Hier auch Stromauslässe bzw. 2 Steckdosen auch wieder für über der Kücheninsel. Hier werden die Schalter hinkommen. Da kommt dann noch das Steuermodul hin für die Heizung, soweit ich weiß. Da hinten seht ihr auch diese Situation, die vielleicht ein bisschen wirrwarr ausschaut. Aber da habe ich mich nochmal umentschieden, wo die Wandlampen dann hinkommen. Also anfangs war es so gedacht: Hier eine Lampe, hier eine Lampe, dann hätte man hier ungefähr 70 cm Breite, was man hier Bild oder Spiegel aufhängen kann. Das war mir aber ein bisschen zu wenig, weil die Wand relativ breit ist. Das heißt, wir haben jetzt die neu gesetzten Wandlampenauslässe ein bisschen weiter drüben, ungefähr 30 cm weiter links. Dann kommt hier mittig wirklich ein großes Bild hin. Ihr wisst es, hier kommt ein Loft-Element her. In jeder Wohnung ja ein eigenes, mit eigenem Sprossendesign. Das heißt, dieser Flurbereich ist direkt auch mit optisch, also wenn ich komm mal zu mir und schau mal da durch, ist direkt alles miteinander verbunden. Das heißt, ihr seht vom Flur schon hier in den Wohn-Ess-Kochbereich, aber dann auch schon weitergehend auf die Terrasse die ganze Zeit. Also eure Wahrnehmung ist eigentlich, dass das alles ein großer, luftiger, großzügiger Raum ist mit viel Licht. Obwohl das hier die Wohnung ist mit dem wenigsten Lichteinfall, weil da drüben ja die Wand hingesetzt und eingezogen worden ist. Aber wir bewegen uns weiter und zwar den Flur entlang. Da ist der Abstellraum bzw. Waschraum, kommt die Waschmaschine rein. Da gehen wir wieder in diese Richtung. Wie gesagt, hier unten fehlen die Fenster. Ihr seht hier mittlerweile den Verteilerkasten der Wohnung, auch dann den Medienverteiler, so heißt das, glaube ich, oder wie hast du es genannt? Netzwerkschrank. Netzwerkschrank, also hier daneben. Dann seht ihr hier die Toilette. Da ist auch schon gestemmt worden für den Installateur. Der wird dann kommende Woche dann mal kommen. Generell die ganze Elektroinstallationen, ihr habt vielleicht draußen am Anfang schon das Plakat gesehen, ist Elektrosoda aus Bad Aussee. Ich habe schon mal ein Projekt mit ihnen verwirklicht, bin sehr zufrieden gewesen. Dementsprechend waren sie auch mein erster Ansprechpartner hier beim Thema Sonnleitenresidenz. Hier seht ihr das Badezimmer hier unten. Da kommt
ein Auslauf hin, da kommt ein Auslauf hin. Hier schon die Steckdosen jeweils, denn der Waschtisch wird ja die gesamte Länge einnehmen. Da kommt die Dusche hin und da kommt noch eine Nische hin. Die müssen wir aber noch ausstemmen. Wann wir das machen, weiß ich nicht. Und hier ist die Sauna. Kein Fenster, wie ihr wisst. Aber Leute, ihr seid wegen dem Fenster gekommen und wir werden euch die Fenster zeigen. Kommt mal mit. Das ist das Schlafzimmer hier unten. Spektakuläre Aussicht, sowohl nach Nordwest als auch hier Richtung Talseite. Schaut euch das bitte an. Das ist das einzige Schlafzimmer hier unten und ihr seht diese beiden wunderschönen Fenster. Fußbodenaufbau kommt noch drauf, also ungefähr hier, wo der Kübel ist. Das wird das Niveau, wo man dann stehen wird. Pipapo. Und das wird dann auch die Optik sein. Ihr seht die Sprossenposition, 2 horizontale, eine vertikale, eine richtig schöne traditionelle Optik, wirkt auch wirklich wie ein echtes Lärchenfenster. Ich bin total begeistert. Okay, in Blau, mit dem blauen Licht ist es nicht so cool, aber ich bin total begeistert davon. Ihr seht es auch auf der Innenseite des Fensters, ist ja ein Kunststoff-Alu-Fenster. Auch hier ist es in Braun ausgeführt, also weiß, braun und dann hier die Holzoptik. Richtig schön, fällt quasi nicht irgendwie negativ auf, sondern fügt sich schön ein, wenn man auch das Fenster öffnet oder kippt. Die Griffe, wie gesagt, in schwarz und bin eigentlich wirklich sehr zufrieden, muss ich sagen. Jetzt werden wir dann auch am Montag schon Fensterbänke abmessen und dann geht es schon weiter mit den Fensterbänken und so weiter. Da kommen wir aber gleich dazu. Gehen wir weiter in das obere Stockwerk, da wird es euch vom Hocker hauen. Nur ein halbes Stockwerk trennt uns hier von der ersten Untergeschosswohnung. Jetzt bin ich quasi im Vorraum, wieder bei der Garderobe und der einzige Unterschied, hier ist noch ein Schlafzimmer. Und auch wieder mit diesem richtig feinen Fenster. Ich bin einfach nur begeistert. Schaut es euch an. In dem Fall nur ein Fenster, verhältnismäßig zum anderen Schlafzimmer. Das sind ja insgesamt 2, wie ihr auch unten gesehen habt. Das ist hier oben genau gleich. Können wir euch gerne einblenden. Und hier, wie ihr wisst, kommt dann der Kleiderschrank hin. Man genießt diesen absolut sensationellen Ausblick. Und da dahinter ist der große Wohn-Essbereich, der anders als wie ganz oben eine weiße Decke bekommt. Also bitte folgt mir direkt. Hier geht es wieder rein. Was sagt ihr zu diesem Anblick? Gigantisch. Es wirkt nochmal deutlich größer, weil es deutlich größer ist. Aber auch deswegen, weil 2 Fenster mehr hier sind. Ihr seht es, die 4 Meter große Terrassenfront, 1:1, genau das gleiche wie unten. Das kann man jetzt so und so argumentieren. Entweder man sagt, okay, das ist die größere Wohnung, warum hat die nicht irgendwie eine größere Terrasse? Könnte man sagen. Aber ich sehe es eher umgekehrt. Ich finde nämlich diese Größe irrsinnig ästhetisch, irrsinnig schön und total ausreichend. Und für die untere Wohnung wiederum ein gigantisches Highlight, weil ja der Wohn-Essbereich im Vergleich zu dieser Glasfront eigentlich gar nicht so groß ist, aber man hat trotzdem eben dieses Gefühl von Licht. Man hat immer alles Licht durchflutet und ich finde persönlich, das ist extrem ansprechend. Und hier habt ihr schon den Blick rein. Das alles ist das Wohnzimmer. Da, wo jetzt diese runde Plane am Boden ist, die habe ich gerade vorher ein bisschen ausgeschnitten, damit ich hier so die Position von meinem Tisch ein bisschen besser ausmachen kann. Ich werde hier nämlich einen runden Tisch hinpositionieren. Wie ihr wisst, es ist nicht so die leichte Position, hier einen Esstisch hinzustellen. Man hat hier das Terrassenelement mit der Tür, die hier aufgeht. Da drüben ist die Kücheninsel, das heißt, man muss ja grundsätzlich da schon vorbeigehen. Man hat aber auch hinter euch die Kamine, die ja nicht angeschlossen sind, aber natürlich ein riesengroßer Asset für das Haus generell sind, wenn man mal einen Kamin anschließen möchte. Deswegen wird hier der runde Esstisch seinen Platz finden. Wie ihr seht, ist ungefähr mittig vom Kamin bis zu der Wand. Und ihr blickt jetzt vom Südostfenster in den Raum rein. Hier auch wieder talseits das Fenster, hat man 2 Fenster quasi. Richtig schön, da wird hier die Couch ihren Platz finden. Ich habe schon eine Couch gefunden, die mir sehr gut gefällt. Vielleicht ist sie aber auch ein bisschen zu wuchtig und zu groß. Wahrscheinlich wird es dann doch ein bisschen eine kleinere Variante als die ich haben wollte. Die war 4,50 Meter oder 5 Meter lang. Also klein ist relativ. Und hier vis-à-vis kommt eben der TV hin, hier kommt das Fernsehboard darunter, das wird ein sehr großes Fernsehboard werden. Eben genau diese ganze Längsseite bis hier zum Kamin wird alles ein großes Fernsehboard, damit das wirklich auch was hermacht, dass man auch gut was lagern kann, wie zum Beispiel Tagesdecken, Spiele und so weiter. Also was auch immer man so haben möchte, Spiele.
Okay, ich will da gar nicht zu sehr die Fantasie von euch allen so in die Luft treiben. Aber das ist die Situation hier unten. Großer Unterschied. Wir haben hier im ersten Untergeschoss natürlich dieses Fenster, das hier rausgeht. Das haben wir jetzt dann im obersten Stockwerk im Dachgeschoss nicht mehr. Das heißt, wir haben hier schon sehr viel Licht in dieser Wohnung und gleichzeitig wird die Decke hier weiß. Der komplette Bereich wird eine weiße Decke reinkommen, wird nicht abgehängt. Also eine solide Raumhöhe 2,53 Meter haben wir hier drinnen dann insgesamt, sobald der Fußbodenaufbau drauf ist. Und diese gesamte Wandseite, das wird alles Altholz werden und dann wirklich stämmig nach oben hin offen mit einer LED-Beleuchtung, die dann alles noch ein bisschen optisch höher wirken und größer wirken lässt. Aber schauen wir mal hoch in die oberste Wohnung, die Dachgeschosswohnung. Herzlich willkommen im obersten Stockwerk. Links neben mir seht ihr schon die Fensterbankerl, und zwar für draußen. Sie sind natürlich noch abgedeckt, aber man kann es hier sehen, die sind auch moosgrün, genauso wie auch die Fenster, genauso wie auch dann die Fensterläden. Da kommen wir gleich dazu, aber jetzt kommt es mal mit. Gleich wie unten haben wir hier drüben das Schlafzimmer, ebenso mit einem Fenster, da hat sich ja nichts dran geändert. Aber kommt's mal hier rein, da haben wir noch ein bisschen mehr Baustelle. Ihr seht es, es ist schon ein sensationeller Bereich. Natürlich hier fast die doppelte Raumhöhe hier in diesem Raum. Ihr seht die spezielle Situation mit den beiden Firstverglasungen, die aber noch fehlen. Fehlen ist relativ. Sie sind hier, also wir haben sie gefunden, aber sie gehören noch eingebaut. Da kommt die Zimmerei von der Baufirma Brandl, auch Hauptsponsor unserer Baudokumentation. An der Stelle nochmal Grüße gehen raus. Die kommen nächste Woche nochmal, werden das da oben nochmal anpassen, dass das Fenster wirklich perfekt reinpasst. Und dann wird im Zuge dessen mit den Fensterbänken innen wahrscheinlich von den Monteuren auch alles montiert. Dann haben wir auch hier wirklich eine geschlossene Front hier raus, und zwar Richtung Terrasse. Gleiches Thema, 4 Meter lange Terrasse, geht wieder linksflügelig auf, der Esstisch wird auch ungefähr hier seinen Platz finden, dreht sich mal. Jetzt habt ihr unten gesehen, wie es ausschaut, der Wohn-Ess-Bereich, das ist der Wohn-Ess-Bereich hier oben. Man merkt sofort, da fehlt natürlich jetzt ein Fenster auf dieser Seite, aber wiederum haben wir hier eine gewaltige Raumhöhe in diese Richtung. Wird alles nochmal mehr gedrückt werden, weil ungefähr Ende Dezember, beziehungsweise Mitte, Ende Dezember, ich weiß, da kommen die Feiertage an Weihnachten und sowas, da wird natürlich nicht gearbeitet, aber da wird das noch alles ausgeblasen, da kommt hier der Aufbau drauf, die Dampfbremse natürlich, da wird dann nochmal eine Lattung, kommt dann glaube ich drauf, das heißt, das wird alles nochmal stark gedrückt. Von dem her, das wird hier deutlich kuscheliger auf der Seite wird es wieder deutlich höher. Wieder sehr spannende Optik, freue mich schon drauf. Damit kommen auch einige Probleme natürlich einher, wie hier bei der Küche. Ihr seht es, da haben wir eine Dachschräge bei den Hängeschränken drinnen. Die muss noch geklärt werden, die Situation. Werden wir dann vor allem nächstes Jahr im Jänner klären, wenn es dann Richtung Küchenfinal geht. Installationspläne und alles ist natürlich schon fertig. Grundsätzlich sind sie auch fertig ausgesucht. Aber Leute, gehen wir mal raus, oder? Gleich wie unten, einfach nur sensationell. Und auch die letzten Sonnenstrahlen kommen hier durch. Einfach nur der Wahnsinn. Ihr wisst es, ihr habt es unten jetzt auch gesehen. Gleiche Optik, auch hier oben, wieder mit dem schönen grün-weiß. Hier auch diese Blende, die wieder runtergerutscht ist. Ja, also denkt euch nichts, aber es ist schon wirklich, wirklich fein, und darüber könnt ihr euch nochmal jetzt die beiden Fixelemente vorstellen, die werden wir euch dann wahrscheinlich, weiß nicht, ob es sich schon nächste Woche ausgeht, aber vielleicht in 2 Wochen, dass das dann tatsächlich fertig montiert ist, dann können wir euch auch das zeigen. Aber natürlich eine deutlich wuchtigere Optik hier oben, dadurch, dass wir natürlich hier keine weitere Decke oder keine weitere Terrasse über uns haben, sondern einfach hier den First hoch, alles mit Lärchenholz verkleidet, wie ihr sehen könnt. Die Span wiederum alle in Fichte ausgeführt. Es geht auch schon mit den Kupferdachrinnen weiter. Wenn da dann der Fußbodenaufbau auch noch drauf ist, dann im Feinsteinzeug, das Gelände dann auch noch dazu, dann ist es eine absolute Highlight-Wohnung. Und witzigerweise, der Josi hat schon gesagt, ihm gefällt die Wohnung hier oben doch noch mal besser. Ich bin derzeit Team erstes Untergeschoss. Gefällt mir einfach extrem gut. Ich glaube, die wird extrem schön werden. Werden sie natürlich alle. Aber ich wollte euch noch was zeigen, und zwar draußen in der Garage ist es versteckt. Raus vom Haupteingang gehen wir hier rüber, und zwar einfach linear. Da drüben in der Garage
haben wir jetzt mal übergangsmäßig alle Fensterläden für alle 14 Fenster positioniert und natürlich auch die beiden Fenster, wie ihr wisst, die zu viel da sind. Ich kann sie leider nicht einbauen, weil die beiden Öffnungen hier bei den Badezimmern, da kommen echt Holzfenster rein, zumindest auf der Innenseite, also Alu-Holzfenster mit einem speziellen Glas, die dann 90, 100 Grad aushalten in einer Sauna, die eben diese Leistung auch bringt. Sind wir jetzt 2 Fenster übergeblieben, sind dreifach verglaste Bayerwaldfenster. Auf der Innenseite Kunststoff Lärchenholzoptik. Ihr habt es innen gesehen mit diesen beiden horizontalen Sprossen, einer vertikalen. Außen sind sie grün-weiß. Super hochwertig verarbeitet. Ich habe bei den Türen auch überall diese Klebestreifen, diese Schutzstreifen entfernt, damit ihr euch das auch besser anschauen könnt. Haben wir quasi alles im Detail angeschaut. Also wirklich top verarbeitet. Wenn ihr Interesse daran habt, ich werde es auf Willhaben stellen. Schreibt mir aber auch gerne einen PN, eine Direktnachricht, falls ihr Interesse habt. Würde mich freuen. Sind noch nie eingebaut worden. Habe ich jetzt doch nicht eingebaut. Von dem her meldet euch gerne. Und das hier drinnen haben wir Licht am Start, hoffentlich. Das sind jetzt die Fensterläden. Alle natürlich noch schön in Plastik eingepackt. Ihr seht dahinter die Lamellen. Oder auch nicht. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Alles hier in schönen Grün, mit dem Moosgrün wieder ausgeführt. Richtig edel, ich muss schon sagen. Also die kosten zwar gut Geld, aber sind echt eine schöne Alternative und passt super gut hier zu diesem Baustil, dem ich natürlich hier nachgehe und diesen architektonischen Vibe, diese architektonische Richtung, sage ich mal. Wie gesagt, sind 14 Stück hier drinnen. Da hinten, lasst euch bitte nicht stören, das ist ein Keiler, ein ausgestopfter Wildsau-Keiler. Mein Vater ist Jäger, von dem her. Sowas ist bei uns ganz normal. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, hilft uns extrem, vor allem hier auf YouTube. Auch gerne einen Kommentar, freuen uns immer sehr darüber. Gerne auch Feedback oder Wünsche, was wir noch einbauen sollen, was wir vielleicht anders machen können, was wir gut machen. Je nachdem, lasst es uns wie gesagt gerne wissen. Wenn ihr Behind-the-Scenes-Aufnahmen auch noch mitbekommen wollt, schaut gerne hier auf Instagram vorbei, wenn ihr das nicht schon getan habt. Und dann sehen wir uns kommende Woche am Sonntag wieder, denn es steht richtig viel an. Es kommt sogar nochmal der Bagger. Ich stelle das einfach mal so in den Raum. Wir werden es nächste Woche dann sehen, was da dann alles passiert.